Lektion 1: Koffein. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, was ich zum Abendessen kochen soll. Hi John, welche Zutaten hast du? Ich habe Hühnchen, Reis und etwas Gemüse. Die sind großartig. Sie könnten eine Pfanne oder einen Auflauf zubereiten. Eine Pfannengerichte klingt schnell und lecker. Perf Für zusätzlichen Geschmack können Sie Sojasauce und Gewürze hinzufügen. Ich liebe diese Idee. Soll ich es mit Reis oder Nudeln servieren? Reis wäre perfekt. Dadurch wird die Soße schön aufgesaugt. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Danke für die Vorschläge. Lektion 2: Rom erkunden. Hallo Anna. Ich habe großartige Dinge über Rom gehört. Hallo John, es ist eine tolle Stadt. Das Kolosseum und die Vatikanstadt sind ein Muss. Absolut. Die Geschichte dieser Orte ist faszinierend. Wer weiß, waren Sie schon einmal in Rom? Noch nicht, aber es steht auf meiner Wunschliste. Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht? Das Essen war unglaublich. Authentische Pasta und Gelato sind unvergesslich. Das hört sich köstlich an. Ich kann es kaum erwarten, echte italienische Küche zu probieren. Du wirst es leben. Und vergessen Sie nicht, die lokalen Märkte zu erkunden. Toller Tipp. Ich werde das unbedingt in meine Pläne einbeziehen. Lektion 3: Ereignisse feiern. Guten Morgen, Anna. Ich habe über all die verschiedenen Arten von Partys nachgedacht. Hi John, es gibt Weihnachtsfeiern, Geburtstagsfeiern, Abschiedsfeiern und mehr. Genau. Jeder hat seine eigene, einzigartige Atmosphäre. Dev, was ist deine Lieblingsparty? Ich liebe Geburtstagsfeiern, besonders wenn es Kuchen gibt. Kuchen ist definitiv ein Highlight. Ich genieße die festliche Atmosphäre auf Weihnachtsfeiern. Die machen auch Spaß. Bevorzugen Sie die Ausrichtung oder Teilnahme an Partys? Ich mag beides, aber als Gastgeber habe ich die Chance, kreativ zu sein. Das stimmt. Sie können das Thema und die Dekorationen festlegen. Lektion 4: Umweltfreundliche Autos. Hallo Anna, ich habe über Kraftstoffeffizienz bei Autos gelesen. Hallo John, es ist ein wichtiges Thema. Es werden kontinuierlich Verbesserungen vorgenommen. Absolut. Sauberere Autoabgase sind für die Umwelt von entscheidender Bedeutung. Tja, es trägt dazu bei, die Umweltverschmutzung zu reduzieren und fördert die Nachhaltigkeit. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ein Elektroauto zu kaufen? Ja, sie werden erschwinglicher und effizienter. Das ist ein guter Punkt. Außerdem sind die Wartungskosten oft geringer. Ja, ich denke, es ist die Zukunft des Transportwesens. Ich stimme zu. Die Technologie schreitet wirklich schnell voran. Lektion 5: Checkout-Zeiten. Guten Morgen, Anna. Ich muss die Check-out-Zeit unseres Hotels bestätigen. Hi John, wie lange müssen wir morgen auschecken? Sie erwähnten, dass es 12:00 Uhr sei. Das ist gut zu wissen. Wir sollten unseren Morgen entsprechend planen. Ja, wir können das Frühstück genießen, bevor wir packen. Klingt nach einem Plan. Glaubst du, wir werden genug Zeit haben? Ich denke schon, solange wir früh aufstehen. Werf Stellen wir für alle Fälle einen Alarm ein. Gute Idee. Ich möchte sicherstellen, dass wir nichts überstürzen.
Lektion 6: Abenteuerliche Pläne. Hallo Anna, ich dachte, wir könnten auch anfangen, unsere abenteuerlustigen Freunde einzuladen. Das ist eine geniale Idee. In der Gruppe macht es noch mehr Spaß. Genau. Welche Aktivitäten sollten wir für alle planen? Wie wäre es mit Wandern und der Erkundung einiger lokaler Sehenswürdigkeiten? Tolle Vorschläge. Vielleicht können wir auch nachts ein Lagerfeuer machen. Ja, Lagerfeuer eignen sich perfekt zum Geschichtenerzählen und zum Genießen von Snacks. Und wir können einige Spiele organisieren, um alle zu unterhalten. Ich liebe das. Es wird für alle bleibende Erinnerungen schaffen. Lassen Sie uns eine Liste erstellen, wen Sie einladen und was Sie planen möchten. Lektion 7: Buchpräferenzen. Guten Morgen, Anna. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv mit Kriminalromanen beschäftigt. Hallo John, das hört sich spannend an. Was gefällt dir an ihnen? Ich genieße die Spannung und den Versuch, die Rätsel zu lösen. Ich interessiere mich mehr für Science Fiction. Es erweitert meine Fantasie. Science-Fiktion ist faszinierend. Hast du ein Lieblingsbuch? Ja, ich liebe Dune wegen seines komplexen Weltaufbaus. Davon habe ich gehört. Ich sollte es mir ansehen. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist ein Klassiker des Genres. Vielleicht können wir später einen Büchertausch durchführen. Lektion 8: Freiheit und Einheit. Hallo Anna, ich habe an die aktuelle Generation in Deutschland gedacht. Hallo John, was geht dir durch den Kopf? Diese Generation hat sich das Recht auf Freiheit verdient, einschließlich der Einheit der Familie. Sylwuf. Für Menschen ist es von entscheidender Bedeutung, mit ihren Lieben in Kontakt zu treten. Ja, Familien sollten sich gegenseitig unterstützen können, egal wo sie sind. Es fördert das Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl. Genau, die Freiheit, sich zu vereinen, ist ein Grundrecht. Ich hoffe, dass sich weltweit mehr Menschen für diese Rechte einsetzen. Ich auch. Es ist wichtig für eine friedliche Gesellschaft. Lektion 9: Kulturelle Erfahrung. Guten Morgen, Anna. Ich habe meine Reise nach Europa geplant. Hi John, wie lange willst du dort bleiben? Ich würde sagen, mindestens 2 Wochen, um die Kultur vollständig zu erleben. Das klingt perfekt. Sie haben Zeit, beliebte Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Ja, ich möchte lokale Märkte erkunden und authentisches Essen probieren. Tolle Idee. Jedes Land hat seine einzigartigen Aromen. Ich freue mich auch darauf, Einheimische kennenzulernen und ihre Traditionen kennenzulernen. Das wird Ihr Reiseerlebnis bereichern. Ich stimme zu. Der Kontakt zu Menschen macht Reisen unvergesslich. Lektion 10: Strategiebewertung. Hallo Anna, wir müssen unsere Strategie für das Projekt bewerten. Sylwuf. Auf welche konkreten Bereiche sollten wir uns konzentrieren? Ich denke, wir sollten uns unsere Ziele ansehen und prüfen, ob sie noch relevant sind. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht können wir auch unsere Ressourcen bewerten. Rechts. Setzen wir unser Team effektiv ein? Möglicherweise müssen wir die Rollen entsprechend den Stärken jedes Einzelnen anpassen. Vereinbart. Welche Änderungen können wir vornehmen, um unseren Ansatz zu verbessern? Vielleicht können wir für eine bessere Kommunikation wöchentliche Check-ins einführen. Das klingt perfekt.
Lassen Sie uns das umsetzen und sehen, wie es geht. Lektion 11. Ankunft in London. Morgen Anna, ich fahre bald nach London. Das ist aufregend. Recherchieren Sie über Ankunftsverfahren? Ja, das bin ich. Irgendwelche Tipps für die Navigation am Flughafen? Definitiv. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Dokumente für den Zoll bereithalten. Gute Idee. Sollte ich vor meiner Ankunft Geld umtauschen? Es ist ratsam, etwas Landeswährung dabei zu haben. Sie können aber auch Geldautomaten nutzen. Großartig. Wie sieht es mit dem Transport vom Flughafen aus? Die U-Bahn ist schnell und bequem, aber es stehen auch Taxis zur Verfügung. Ich werde beide Optionen in Betracht ziehen. Danke für den Rat. Lektion 12. Ein Auto auswählen. Hi Anna. Oh mein Gott, hier sind so viele Autos. Ich weiß. Welches soll ich wählen? Wie wäre es mit dem schwarzen Honda da drüben? Das sieht gut aus. Honda ist für seine Zuverlässigkeit bekannt. Genau. Auf welche Funktionen sollte ich achten? Überprüfen Sie den Kilometerstand und den Zustand der Reifen. Guter Anruf. Ich möchte auch den Innenraum sehen. Ja, Komfort ist der Schlüssel, insbesondere bei langen Fahrten. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Lektion 13. Echte und Änderungen. Guten Morgen, Anna. Ich habe über Minderheitenrechte gelesen. Hallo John, das ist ein wichtiges Thema. Was hast du gefunden? Anfangs waren die Rechte eingeschränkt, aber nach und nach wurde dieses Recht auf alle Männer ausgeweitet. Ja, es ist faszinierend, wie sich die Gesellschaft im Laufe der Zeit entwickelt. Absolut. Welche weiteren Veränderungen sind Ihnen aufgefallen? Das Streben nach Gleichberechtigung hat in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen. Das stimmt. Es ist wichtig für Fortschritt und Gerechtigkeit. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft weiterhin positive Veränderungen erleben werden. Ich auch. Jeder hat es verdient, dass seine Stimme gehört wird. Lektion 14. Unterstützung für Familien. Hallo Anna. Ich habe darüber gelesen, wie wir den Kampf um unsere Familien überstanden haben werden. Das ist ein wichtiges Thema. Was bedeutet es für Sie? Das bedeutet, dass wir die zurückgebliebenen Witwen und Waisen unterstützen sollten. Hilf. Sie verdienen unsere Hilfe und unser Mitgefühl. Ja, wir können alles Notwendige tun, um ihnen zu helfen. Es ist eine Gemeinschaftsleistung. Wie können wir uns engagieren? Wir könnten uns ehrenamtlich bei lokalen Wohltätigkeitsorganisationen engagieren oder Spendenaktionen organisieren. Tolle Idee. Die Einbindung der Community kann einen großen Unterschied machen. Ich freue mich darauf, etwas zu bewirken. Lektion 15. Zustimmung und Glaube. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie anspruchsvoll seine Unterstützung sein kann. Das ist interessant. Auf wessen Unterstützung beziehen Sie sich? Es geht darum, in unserem persönlichen und beruflichen Leben Anerkennung zu finden. Ich verstehe. Es kann eine Herausforderung sein, wenn wir uns unter Druck gesetzt fühlen. Genau. Aber Gott kann an uns arbeiten und uns Kraft geben. Es ist wichtig, an uns selbst zu glauben. Ich glaube, dass er uns durch schwierige Entscheidungen führen kann. Hilf. Es ist wichtig, darauf zu vertrauen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich fühle mich sicherer, wenn ich mich daran erinnere.
Lektion 16. Smartphone-Funktionen. Hi Anna, schau dir dieses Smartphone an. Es verfügt über einen großen Bildschirm und einen schnellen Prozessor. Wurf, das klingt beeindruckend. Was hat es sonst noch? Es verfügt außerdem über eine großartige Kamera zum Aufnehmen hochwertiger Fotos. Pfiff. Ich liebe es, eine gute Kamera auf meinem Handy zu haben. Ich auch. Es macht das Festhalten von Erinnerungen viel einfacher. Hat es eine lange Akkulaufzeit? Ja, es hält auch bei starker Beanspruchung den ganzen Tag. Das ist ein Gabenschaler. Ich hasse es, mein Telefon oft aufladen zu müssen. Ebenfalls. Dieses Telefon scheint perfekt zu mir zu passen. Lektion 17. Achtsamkeit und Präsenz. Guten Morgen, Anna. Mir ist aufgefallen, dass ich mich in letzter Zeit präsenter fühle. Das ist großartig. Was hat Ihnen Ihrer Meinung nach dabei geholfen, das zu erreichen? Ich habe Achtsamkeit und Meditation praktiziert. Das ist eine wunderbare Praxis. Es kann wirklich Stress reduzieren. Ja, ich fühle mich weniger gestresst und mein Geist ist klarer. Das sollte ich versuchen. Wie lange meditierst du jeden Tag? Nur etwa 10 Minuten, aber es macht einen großen Unterschied. Ich fange mit 5 Minuten an und schaue, wie es läuft. Das ist ein guter Plan. Sie werden die Vorteile wahrscheinlich sofort spüren. Lektion 18. Neue Brille. Hi Anna, am Freitag habe ich meine Brille bekommen. Das ist großartig. Wie sehen Sie auch? Meine Freunde mochten sie, sie sagten, ich sehe mit meiner Brille schick aus. Ich wette, das tust du. Welchen Stil hast du gewählt? Sie sind rechteckig und etwas trendig. Tolle Wahl. Haben Sie einen Unterschied in Ihrer Sichtweise gemacht? Ja, jetzt ist alles viel klarer. Das ist fantastisch. Macht es dir Spaß, sie zu tragen? Definitiv. Es fühlt sich gut an, endlich wieder gut zu sehen. Lektion 19. Cocktailgläser. Guten Morgen, Anna. Ich habe über Gläser für verschiedene Cocktails nachgedacht. Das hört sich lustig an. Welche Typen ziehen Sie in Betracht? Ich schaue mir Martini-Gläser und Highball-Gläser an. Das sind Klassiker. Haben Sie einen Lieblingscocktail? Ich liebe Mojitos. In einem hohen Glas schmecken sie fantastisch. Mojitos sind erfrischend. Nachdem wir nun die Werkzeuge haben, lernen wir einige Rezepte. Ja, wir könnten sogar einen Cocktailabend veranstalten. Das wäre ein Riesenspaß. Wir können ein paar Freunde einladen. Ich fange an, ein paar Rezepte zusammen. Lektion 20. Die Stadt erkunden. Hallo Anna, hast du das örtliche Museum erkundet? Noch nicht. Lohnt sich ein Besuch. Absolut. Die Ausstellungen sind faszinierend und informativ. Klingt faszinierend. Was sollte ich sonst noch sehen? Auch die Altstadt ist eine tolle Option. Es ist voller Geschichte. Ich liebe historische Orte. Gibt es Führungen? Ja, sie bieten Führungen an, die die Bedeutung der einzelnen Orte erklären. Perfekt. Ich werde dieses Wochenende einen Besuch planen. Sie werden es wirklich genießen. Es gibt so viel zu entdecken. Lektion 21. Snackzeit. Guten Morgen, Anna. Ich habe über unseren Ausflug dieses Wochenende nachgedacht. Hört sich gut an.
Was haben Sie im Sinn? Ich denke, wir brauchen vielleicht Snacks für die Reise. Definitiv. Welche Snacks schlagen Sie vor? Wie wäre es mit Studentenfutter und Müsli-Riegeln? Tolle Ideen. Sie sind leicht zu verpacken und nahrhaft. Als erfrischende Abwechslung möchten wir vielleicht auch etwas Obst. Ich liebe Obst. Äpfel und Bananen eignen sich perfekt für Reisen. Lasst uns eine Liste erstellen und alles vorbereiten. Lektion 22 Landleben. Hallo Anna, ich habe über das Leben auf dem Land nachgedacht. Das klingt interessant. Was reizt Sie daran? Die morgendliche Fahrt durch die Felder ist so friedlich. Ich kann es mir vorstellen. Im Vergleich zum Stadtleben muss es erfrischend sein. Genau. Außerdem herrscht unter den Nachbarn ein Gemeinschaftsgefühl. Das stimmt. Glaubst du, dass du auf dem Land leben möchtest? Ich könnte. Es wäre schön, dem Trubel zu entfliehen. Tja, darüber hinaus können Sie Outdoor-Aktivitäten wie Wandern nachgehen. Ja, und nachts sind die Sterne da draußen viel klarer. Lektion 23 Pariser Magie. Guten Morgen, Anna. Warst du jemals in Paris? Nein, aber ich wollte schon immer hin. Wie ist es? Paris ist magisch. Die Architektur ist atemberaubend. Ich habe Bilder vom Eiffelturm gesehen. Es sieht umwerfend aus. Das ist es wirklich. Vergessen Sie nicht, auch authentische französische Küche zu probieren. Südhof. Welches Gericht würden Sie empfehlen? Probieren Sie unbedingt Schnecken und Croissants, sie sind köstlich. Wäre- Ich würde mich auch gerne mit etwas Gebäck verwöhnen lassen. Paris ist ein Paradies für Feinschmecker. Sie werden eine tolle Zeit haben. Lektion 24 Den Bus finden. Hi Anna, kannst du mir sagen, welcher Bus in die Innenstadt fährt? Tja, die Buslinie 12 bringt Sie dorthin. Großartig. Wie oft läuft es? Es kommen alle 15 Minuten, sodass Sie nicht lange warten müssen. Das ist praktisch. Ist es in der Regel überfüllt? Während der Hauptverkehrszeit kann es sehr voll werden, aber es ist überschaubar. Gut zu wissen. Ich plane, außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu reisen. Lektion 25 Herausforderungen meistern. Guten Morgen, Anna. Ich habe über mein jüngstes Wandererlebnis nachgedacht. Klingt faszinierend. Was ist passiert? Zuerst hatte ich Probleme. Durch meinen Körper ging ich bis zu den Knien. Das muss hart gewesen sein. Hast du weitergemacht? Ja, ich habe meine Oberschenkel durchgedrückt, aber das war weit genug. Es ist beeindruckend, dass du nicht aufgegeben hast. Danke. Es hat mir viel über Ausdauer beigebracht. Südhof. Herausforderungen helfen uns, stärker zu werden. Ich stimme zu. Ich kann es kaum erwarten, es beim nächsten Mal noch einmal zu versuchen. Lektion 26 Frieden suchen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie schwer es sein kann, Frieden zwischen gegnerischen Seiten zu finden. Das ist ein tiefes Thema. Warum denkst du, dass es so schwierig ist? Für manche Menschen ist es offenbar unverständlich, dass jemand vermitteln möchte. Es macht Sinn. Menschen halten oft stark an ihren Überzeugungen fest. Genau. Aber es ist so wichtig.
eine gemeinsame Basis zu finden. Verf Es kann zu Verständnis und Zusammenarbeit führen. Wie können wir mehr Dialog zwischen unterschiedlichen Ansichten fördern? Vielleicht könnten wir Community-Diskussionen organisieren, um die Kommunikation zu fördern. Das ist eine tolle Idee. Offene Gespräche können helfen, Lücken zu schließen. Lektion 27: Nein sagen. Guten Morgen, Anna. Hast du das Sprichwort Sag einfach Nein zu Drogen gehört? Ja, es ist eine starke Botschaft. Was denkst du darüber? In Amerika ist es weithin als gutes Sprichwort anerkannt. Ruf. Es ermutigt Menschen, gesunde Entscheidungen zu treffen. Es ist wichtig, das Bewusstsein für die Gefahren von Drogen zu schärfen. Definitiv. Bildung ist der Schlüssel zur Prävention. Wie können wir Ihrer Meinung nach diese Botschaft effektiv verbreiten? Wir könnten Social-Media-Kampagnen nutzen, um mehr Menschen zu erreichen. Das klingt nach einer klugen Strategie. Lektion 28: Vorbereitung auf die Zukunft. Hallo Anna, mir ist klar geworden, dass ich auch mit der Prüfungsvorbereitung beginnen sollte. Das ist klug. Hast du schon einen Studienplan erstellt? Noch nicht, aber ich denke, ich sollte bald eines erstellen. Ein guter Plan kann Ihnen wirklich dabei helfen, Ihre Zeit besser zu verwalten. Genau. Ich muss auch meinen Lebenslauf für Bewerbungen aktualisieren. Das ist wichtig. Welche Änderungen planen Sie? Ich möchte meine jüngsten Projekte und Fähigkeiten hervorheben. Folge dir. Die Anpassung Ihres Lebenslaufs kann wirklich einen Unterschied machen. Ich werde dieses Wochenende mit beiden Aufgaben beginnen. Lektion 29: Das Gesetz verstehen. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber gelesen, wie das Gesetz bei unrechtmäßigen Anschuldigungen funktioniert. Das klingt interessant. Was hast du entdeckt? Wenn gegen eine Person ein Verfahren eingeleitet wird, ordnet ein Richter ihre Freilassung an, sofern ihr kein Verbrechen vorgeworfen wird. Das ist ein entscheidender Schutz in unserem Rechtssystem. Ja, es stellt sicher, dass unschuldige Menschen nicht zu Unrecht inhaftiert werden. Es ist wichtig, Gerechtigkeit und Fairness zu wahren. Wie können wir Ihrer Meinung nach sicherstellen, dass die Menschen ihre Rechte verstehen? Vielleicht durch Community-Workshops oder Rechtshilfeprogramme. Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, Menschen zu stärken. Lektion 30: Treffen. Hi Anna, hört sich gut an. Woran erkenne ich dich, wenn wir uns treffen? Ich werde eine blaue Jacke tragen, damit ich leicht zu erkennen bin. Großartig. Was ist mit dir? Wonach werde ich suchen? Ich werde einen roten Schal tragen und ein breites Lächeln. Perfekt. Wir können auch ein paar Fotos zusammen machen. Ruf. Ich liebe es, Erinnerungen mit Freunden festzuhalten. Ich auch. Haben Sie einen Lieblingsort für Fotos? Der Park am See ist wunderschön, besonders bei Sonnenuntergang. Das hört sich herrlich an. Stellen wir sicher, dass wir dorthin gehen. Lektion 31: Kommunikation verbessern. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich meine Telefonkommunikationsfähigkeiten verbessern kann. Das ist ein tolles Ziel. Irgendwelche Ideen, wie man anfangen kann. Ein Tipp ist, vor wichtigen Anrufen ein Skript vorzubereiten. Das macht Sinn. Es kann Ihnen helfen, konzentriert und ruhig zu bleiben.
Genau. Es ist auch nützlich, mit einem Freund zu üben. Tja, Rollenspiele können ihr Selbstvertrauen stärken. Hast du das schon einmal gemacht? Ich habe Es hilft wirklich, Feedback zu bekommen. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Danke für den Rat. Lektion 32. Unerwarteter Spaß. Hallo Anna, ich hatte gestern ein interessantes Erlebnis. Jeffy, was ist passiert? Ich traf jemanden, der zuerst gemein aussah, aber dann fing sie an, mit mir zu reden. Das ist überraschend. Was hat Ihr Verhalten verändert? Ihr gemeines Gesicht verschwand und am Ende lachten wir. Das ist großartig. Manchmal können erste Eindrücke irreführend sein. Genau, wir hatten viel Spaß beim Geschichtenerzählen. Es ist erstaunlich, wie ein einfaches Gespräch das Eis brechen kann. Ich stimme zu. Ich bin froh, dass ich die Initiative ergriffen habe, mit ihr zu sprechen. Lektion 33. Lichter der Stadt. Guten Morgen, Anna. Ich liebe es, nachts die Lichter der Stadt zu sehen. Das klingt perfekt. Es hat etwas Magisches. Ja, die funkelnden Lichter lassen alles lebendig wirken. Haben Sie einen Lieblingsplatz, an dem Sie die Aussicht genießen können? Die Dachterrasse dieses Cafés in der Innenstadt ist unglaublich. Ich habe davon gehört. Irgendwann sollten wir zusammen dorthin gehen. Definitiv. Es wäre großartig, sich zu entspannen und die Landschaft zu genießen. Ich kann es kaum erwarten. Lasst uns bald einen Abend planen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf. Lektion 34. Leckere Entscheidungen. Hi Anna, das hört sich köstlich an. Schauen wir uns die Speisekarte dieses neuen chinesischen Lokals in der Innenstadt an. Toll dir. Ich habe gehört, dass Ihre Knödel fantastisch sind. Ich liebe Knödel. Glauben Sie, dass es vegetarische Optionen gibt? Ich hoffe es. Es ist immer schön, für jeden die Wahl zu haben. Absolut. Was sollten wir dort sonst noch ausprobieren? Vielleicht könnten wir auch etwas gebratenen Reis und Frühlingsrollen bestellen. Ja, das wäre eine perfekte Mahlzeit. Sollen wir zum Mittagessen gehen? Lektion 35. Führung gewinnt. Guten Morgen, Anna. Ich habe über meine Führungsreise nachgedacht. Das ist ein proaktiver Ansatz. Irgendwelche frühen Siege, die Sie teilen können. Ja, ich habe kürzlich ein Teammeeting organisiert, das die Kommunikation verbessert hat. Das ist fantastisch. Wir haben alle reagiert. Sie schienen engagierter und offener für den Austausch von Ideen. Das ist ein tolles Zeichen. Haben Sie sich neue Ziele gesetzt? Als nächstes möchte ich mich darauf konzentrieren, Vertrauen zwischen den Teammitgliedern aufzubauen. Vertrauen ist für die TM-Arbeit unerlässlich. Du bist auf dem richtigen Weg. Danke. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Lektion 36. Chorabenteuer. Hi Anna, ich habe darüber nachgedacht, mehr zu singen. Das hört sich lustig an. Suchen wir einen Chor in der Nähe. Das klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, beizutreten und neue Leute kennenzulernen. In einer Gruppe zu singen ist ein tolles Erlebnis. Ja, es ist eine wunderbare Möglichkeit, gemeinsam Harmonie zu schaffen. Haben Sie bestimmte Chöre im Sinn? Ich habe gehört, dass es einen Gemeinschaftschor gibt, der jeden willkommen heißt. Schauen wir uns den Zeitplan an und melden uns an.
Ich freue mich darauf. Lektion 37. Bequem und stilvoll. Guten Morgen, Anna. Ich bin auf der Suche nach bequemen und dennoch stylischen Klamotten. Nun, Sie haben Glück. Wir haben hier viele Möglichkeiten. Das ist großartig. Welche Stile empfehlen Sie? Lässige Kleider und weiche Pullover sind immer eine gute Wahl. Ich liebe diese Idee. Glaubst du, dass sie gute Größen haben? Die meisten Orte sind auf unterschiedliche Körpertypen ausgerichtet. Sie sollten also etwas finden. Perfekt. Lass uns dieses Wochenende einkaufen gehen. Lektion 38. Karrierewege. Hi Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, Köchin zu werden? Das klingt interessant. Es gibt so viele Arbeitsplätze und so viele Jobs, die man erledigen kann. Genau. Sie könnten in Restaurants, Hotels oder sogar im Catering-Bereich arbeiten. Und Sie können Ihrer Kreativität beim Essen freien Lauf lassen. Welches Gericht kochen Sie am liebsten? Ich liebe es, Pasta selbst zuzubereiten. Es ist so befriedigend. Das ist beeindruckend. Ich wollte schon immer lernen, wie man selbst gebackenes Brot backt. Brotbacken ist eine Kunst. Wir sollten gemeinsam einen Kochkurs besuchen. Lektion 39. Wikingergeschichte. Guten Morgen, Anna. Wussten Sie, dass die Wikinger nach zum Christentum konvertierten? Vivi, das ist faszinierend. Was hat zu dieser Änderung geführt? Sie begannen zu erkennen, welche Vorteile es hatte, sesshaft zu werden und Handel zu treiben, statt zu plündern. Das macht Sinn. Sie haben auch aufgehört, die Städte so oft zu überfallen, oder? Ja, es hat ihre Kultur erheblich verändert. Es ist interessant, wie Religionen Gesellschaften beeinflussen können. Absolut. Es zeigt, wie anpassungsfähig der Mensch sein kann. Lektion 40. Außerirdisches Leben. Hi Anna, glaubst du, dass es intelligente Wesen auf anderen Planeten gibt? Ich denke, es ist möglich. Das Universum ist so riesig. Was denken Sie? Ich stimme zu. Aber selbst wenn diese Wesen existieren, ist es schwer, sich vorzustellen, wie sie leben. Wer- Ihre Technologie und Ihr Lebensstil könnten sich völlig von unserem unterscheiden. Genau. Es wirft auch so viele Fragen zur Kommunikation auf. Was? Wie würden wir sie überhaupt verstehen? Es wäre eine Herausforderung, aber auch eine spannende Gelegenheit zur Entdeckung. Lektion 41. Bibliotheksbesuch. Guten Morgen, Anna. Gibt es irgendwelche Sehenswürdigkeiten in der Nähe der Bibliothek? Ja, direkt gegenüber gibt es einen Park. Das hört sich gut an. Nach dem Lernen könnten wir ein Picknick machen. Tolle Idee. Der Park eignet sich perfekt zum Entspannen und Genießen der Natur. Ich liebe es, draußen zu sein, besonders wenn das Wetter schön ist. Ebenfalls. Außerdem ist es eine gute Pause vom Lernen. Planen wir, nach unserer nächsten Lerneinheit dorthin zu gehen. Lektion 42. Fitnessfusion. Hi Anna, ich habe gerade ein neues Trainingsprogramm gestartet. Das klingt spannend. Was beinhaltet es? Nun, es kombiniert die Übungen mit Krafttraining und konzentriert sich auf die allgemeine Fitness. Das ist eine tolle Mischung. Diät ist sehr effektiv, um Kalorien zu verbrennen. Ich weiß, außerdem hilft Krafttraining beim Muskelaufbau. Ja, wie oft planen Sie, dieses Training durchzuführen? Ich strebe 3 bis 4 Mal pro Woche an.
Das ist ein solider Plan. Es ist wichtig, konsequent zu bleiben. Ja, ich hoffe, bald gute Ergebnisse zu sehen. Lektion 43: Bewerbungen. Guten Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit an meinem Lebenslauf gearbeitet. Das ist klug. Worauf konzentrieren Sie sich? Ich versuche, meine Leistungen und deren Zusammenhang mit der von mir angestrebten Position hervorzuheben. Das ist der Schlüssel. Die Anpassung Ihres Lebenslaufs kann wirklich einen Unterschied machen. Genau. Haben Sie sich in letzter Zeit auf eine Stelle beworben? Ja, ich habe mich für ein paar Praktika beworben. Ich bin begeistert. Das ist großartig. Welche Art von Praktika suchen Sie? Ich möchte etwas im Bereich Marketing oder Medien. Viel Glück. Ich bin sicher, dass Sie mit Ihren Fähigkeiten beeindrucken werden. Lektion 44: Hobbys sind wichtig. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, unterschiedliche Interessen zu haben. Ich stimme zu. Es ist sehr lohnend, verschiedene Hobbys zu haben. Genau. Sie helfen Ihnen zu wachsen und neue Leute kennenzulernen. Welche Hobbys machen dir am meisten Spaß? Ich liebe Malen und Wandern. Und du? Ich spiele gerne Gitarre und lese. Die sind großartig. Jedes Hobby bringt etwas Einzigartiges in Ihr Leben. Lektion 45: Bibliotheksschätze. Guten Morgen, Anna. Wusstest du, dass es in der Bibliothek auch CDs gibt? Hilfe, das ist cool. Was für Musik haben Sie? Sie haben alles von klassisch bis modern. Ich liebe das. Ich habe einen Bibliotheksausweis, damit ich Bücher und CDs bekommen kann. Das ist großartig. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Musik zu entdecken. Tja, ich sollte mir ein paar neue Alben ansehen. Lass uns irgendwann zusammen in die Bibliothek gehen. Lektion 46: Exotische Geschmäcker. Hi Anna, ich habe heute Abend Lust auf etwas Exotisches. Das hört sich lustig an. Wie wäre es mit thailändischem oder indischem Essen? Ich liebe beides. Thailändisches grünes Curry ist einer meiner Favoriten. Das ist köstlich. Ich mag indisches Butterhuhn. Tolle Wahl. Bevorzugen Sie scharfes Essen? Bitte, je mehr Gewürze, desto besser. Bitte. Ich mag ein bisschen Würze, aber nicht zu viel. Das macht Sinn. Wir könnten einen Ort ausprobieren, der Abwechslung bietet. Ja, suchen wir ein Restaurant, das beide Küchen serviert. Lektion 47: Pläne für das Abendessen. Guten Morgen, Anna. Erinnerst du dich an das letzte Mal, als es Zeit war, nach Hause zu gehen? Ja, das tue ich. Das war ein lustiger Abend. Sie kam zum Abendessen zu mir nach Hause, oder? Ja, was hast du am Ende gekocht? Ich habe Nudeln mit einer frischen Tomatensauce gemacht. Das klingt herrlich. Hat es dir gefallen? Sie hat es geliebt. Danach gab es sogar einen Nachtisch. Was gab es zum Nachtisch? Schokoladenmousse. Es war ein Hit. Lektion 48: Teezeit. Hallo Anna. Ich habe gestern meinen Tee nicht ausgetrunken. Vivi, was ist passiert? Ich wurde abgelenkt und warf es schließlich weg. Das ist schade. Hat dir der Tee gefallen? Ja, es war eine Kräutermischung. Ich habe die Tasse anschließend ausgewaschen.
Gute Idee. Es ist schön, die Dinge sauber zu halten. Definitiv. Ich werde sicher sein, dass ich meine nächste Tasse genießen werde. Vielleicht können wir gemeinsam eine Teeverkostung machen. Das würde mir gefallen. Lass uns bald ein Teedate planen. Lektion 49: Naturverbindungen. Guten Morgen, Anna. Hast du die Natur schon einmal auf einzigartige Weise erlebt? Ruf. Ich liebe es, durch die Berge zu wandern. Das klingt erstaunlich. Benutzt du spezielle Ausrüstung? Ich bringe immer ein gutes Paar Wanderschuhe und eine Wasserflasche mit. Die sind unerlässlich. Ich nehme auch gerne eine Kamera mit, um die Aussichten einzufangen. Das ist eine tolle Idee. Naturfotografie ist so lohnend. Ja, es hilft mir, die Schönheit um uns herum zu schätzen. Lektion 50: Planung für Veränderungen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie ich besser organisiert sein kann. Das ist eine tolle Idee. Was ist Ihr Plan? Ich möchte Aufgaben in kleinere Schritte unterteilen. Es macht es weniger überwältigend. Ruf. Dieser Ansatz kann wirklich bei der Konzentration helfen. Ich denke auch darüber nach, einen Planer zu verwenden, um alles zu verfolgen. Das klingt nützlich. Haben Sie schon einmal digitale Pläne ausprobiert? Das habe ich nicht, aber ich habe gehört, dass sie sehr effektiv sein können. Definitiv. Sie verfügen oft über Erinnerungen und eine einfache Organisation. Ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken, es auszuprobieren. Lektion 51: Umweltfreundliche Entscheidungen. Guten Morgen, Anna. Ich verstehe deine Bedenken hinsichtlich der Umwelt. Es ist so ein wichtiges Thema. Was sollten wir Ihrer Meinung nach tun? Wir sollten Maßnahmen ergreifen, um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Verf Einfache Maßnahmen wie Recycling können einen großen Unterschied machen. Absolut. Wie wäre es mit der häufigeren Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel? Das ist eine tolle Idee. Es trägt dazu bei, Verkehr und Umweltverschmutzung zu reduzieren. Wir könnten auch Fahrgemeinschaften fördern. Ja, jede noch so kleine Aktion zählt zur Nachhaltigkeit. Machen wir es uns zum Ziel, gemeinsam umweltfreundlicher zu sein. Lektion 52: Allergiebewusstsein. Hallo Anna, sind dir in letzter Zeit mehr Menschen mit Allergien aufgefallen? Ja, es scheint, als wären alle betroffen. Sie tragen ständig Taschentücher bei sich und putzen sich die Nase. Ist wahr. Ich sehe oft Menschen mit tränenden Augen und kratzendem Hals. Ich frage mich, was die Ursache dafür ist. Handelt es sich um saisonale Pollen? Das ist wahrscheinlich. Allergien können sehr lästig sein. Haben Sie schon einmal Mittel gegen Allergien ausprobiert? Normalerweise nehme ich Antihistaminika, aber sie können mich schläfrig machen. Ich weiß, was du meinst. Auch natürliche Heilmittel könnten helfen. Lektion 53: Urlaubsplanung. Guten Morgen, Anna. Ich habe bald etwa einen Monat arbeitsfrei. Das ist aufregend. Haben Sie Pläne für Ihre Reise? Ich denke darüber nach Europa zu reisen. Was denken Sie? Europa klingt großartig. Man kann so viele Kulturen erkunden. Genau. Mit einem Monat kann ich einen entspannten Reiseplan erstellen. So reist man am besten. Denken Sie an bestimmte Länder. Ich würde gerne Italien und Frankreich besuchen. Und du? Ich wollte schon immer nach Japan.
Es wäre ein Abenteuer. Lasst uns gemeinsam unsere Traumreisen planen. Lektion 54: Nachhaltiges Leben. Hallo Anna, hast du schon einmal von nachhaltigem Leben gehört? Ja, es geht vor allem darum, umweltfreundliche Gewohnheiten anzunehmen oder Genau, es trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. ich liebe diese Idee. Was sind einige einfache Möglichkeiten, damit anzufangen? Einfache Dinge wie die Verwendung wiederverwendbarer Beutel und die Reduzierung von Plastik können helfen. Und auch der Anbau eigener Kräuter ist eine tolle Idee. Ja, es ist lohnend und verleiht den Mahlzeiten frische Aromen. Das sollte ich versuchen. Irgendwelche weiteren Tipps? Wie wäre es mit Kompostieren? Es verwandelt Küchenabfälle in nützliche Erde. Lektion 55: Eisepläne. Guten Morgen, Anna. Unser Flug hat die Nummer ab 123 und kommt am 10. um 14 Uhr an. Alles. Freust du dich auf die Reise? Absolut. Ich kann es kaum erwarten, neue Orte zu erkunden. Was möchten Sie als erstes tun, wenn wir ankommen? Ich würde gerne die lokalen Märkte besuchen und das Streetfood probieren. Das hört sich köstlich an. Ich möchte auch viele Fotos machen. Ja, Erinnerungen festzuhalten ist so wichtig. Vergessen Sie nicht, eine Powerbank für Ihre Kamera mitzubringen. Gute Idee. Ich sorge dafür, dass es aufgeladen und betriebsbereit ist. Lektion 56: Unterhaltsame Möglichkeiten zum Trainieren. Hallo Anna, ich habe über unterhaltsame Möglichkeiten zum Trainieren nachgedacht. Das ist großartig. Welche Ideen haben Sie? Menschen können zum Krafttraining Fahrrad fahren oder Gewichte heben. Das sind gute Möglichkeiten. Ich tanze auch gerne als Training. Tanzen macht so viel Spaß. Es fühlt sich überhaupt nicht nach Bewegung an. Ja, wie wäre es mit Yoga? Es ist großartig für Flexibilität. Ja, ich habe gehört, dass es auch zur Entspannung beitragen kann. Wir sollten einen gemeinsamen Tanz- oder Yogakurs ausprobieren. Das klingt nach einem Riesenspaß. Suchen wir nach Kursen in der Nähe. Lektion 57: In Verbindung bleiben. Guten Morgen, Anna. Wie willst du während der Reise mit deiner Familie in Kontakt bleiben? Normalerweise sende ich Ihnen eine Nachricht oder nutze Videoanrufe. Es hilft, in Verbindung zu bleiben. Das ist eine kluge Idee. Ich verschicke auch gerne Fotos. Da, durch den Erfahrungsaustausch fühlen Sie sich beteiligt. Genau. Es ist schön, Ihre Reaktionen in Echtzeit zu hören. Außerdem hilft es, das Heimweh zu reduzieren. Definitiv. Ich werde sicherstellen, dass ich regelmäßig vorbeikomme. Lektion 58: Gesundheitsbewusstsein. Hallo Anna. Niemand sollte an Lungenkrebs leiden müssen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist so eine schwere Krankheit. Die Menschen sollten über die Risiken des Rauchens aufgeklärt werden. Ja, Rauchen ist eine Hauptursache. Bewusstsein kann Leben retten. Was sollten die Leute Ihrer Meinung nach sonst noch wissen? Sie sollten verstehen, wie wichtig regelmäßige Kontrolluntersuchungen sind. Genau. Früherkennung kann einen großen Unterschied machen. Und auch die Förderung eines gesunden Lebensstils ist von entscheidender Bedeutung. Definitiv. Eine gute Ernährung und Bewegung können vielen Krankheiten vorbeugen. Lektion 59: Modeentscheidungen. Guten Morgen, Anna.
Ich habe ein paar tolle Outfits im Laden gefunden. Ah, wirklich. Wie sehen sie aus? Sie sehen perfekt aus. Ich möchte sie mit einem Oberteil und einer Halskette anprobieren. Das klingt stilvoll. Glauben Sie, dass sie zusammenpassen? Ich glaube schon. Die Farben ergänzen sich. Das ist großartig. Accessoires können ein Outfit wirklich aufwerten. Genau. Es geht darum, die richtigen Stücke zu finden. Lassen Sie mich wissen, wie es läuft, wenn Sie sie anprobieren. Ich werde. Ich bin gespannt auf den endgültigen Look. Lektion 60 Hilfe finden. Hi Anna, gibt es hier eine Apotheke? Ja, da ist einer an der Ecke. Es ist ziemlich praktisch. Perfekt. Ich muss Medikamente besorgen. Wissen Sie, wonach Sie suchen? Nur ein Erkältungsmedikament. Ich habe mich schlecht gefühlt. Ich hoffe, dass es dir bald besser geht. Danke. Ich werde mir auch ein paar Vitamine zur zusätzlichen Unterstützung holen. Lektion 61 Perspektive auf das Leben. Guten Morgen, Anna. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie unterschiedlich Menschen Erfolg wahrnehmen? Ja, es ist faszinierend. Jeder hat seine eigene Definition. Genau. Es ist schließlich nur eine Fantasie. Wer- Was der eine als erfüllend empfindet, mag der andere vielleicht nicht erfüllen. Und obwohl es vielleicht nicht sehr schön ist, spiegelt es doch wieder, wie vielfältig unser Leben ist. Beruf. Unterschiedliche Erfahrungen prägen unsere Ansichten. Ich denke, dass die Akzeptanz dieser Unterschiede für das Wachstum von wesentlicher Bedeutung ist. Lektion 62 Feiertagstraditionen. Hallo Anna, wusstest du, dass Thanksgiving am letzten Donnerstag im November ist? Ja, es ist eine wundervolle Zeit, sich mit der Familie zu treffen. Absolut. Und kurz davor ist Halloween. Ich liebe Halloween. Die Kostüme und Dekorationen machen so viel Spaß. Ich auch. Ziehst du dich normalerweise dafür schick an? Ja, ich versuche jedes Jahr kreative Kostüme zu entwerfen. Das klingt spannend. Als was hast du dich letztes Jahr verkleidet? Ich war eine Hexe mit einem glitzernden Hut. Was ist mit dir? Ich ging als Geist. Einfach, aber effektiv. Lektion 63 Fitnesspass. Morgen Anna. Das hört sich nach einem guten Aufwärmen an. Risse. Es bereitet alle auf das Training vor. Wir könnten auch einen Zirkeltrainingsbereich einrichten. Das ist eine fantastische Idee. Zirkeltraining macht es interessant. Genau. Es ermöglicht jedem, verschiedene Übungen auszuprobieren. Und wir können die Intensität je nach Fitnesslevel anpassen. Ja, so kann jeder mitmachen und Spaß haben. Stellen wir sicher, dass auch lustige Musik dabei ist. Tolle Idee. Musik steigert immer die Energie beim Training. Lektion 64 Nervosität im Vorstellungsgespräch. Hallo Anna, ich habe nächste Woche ein Vorstellungsgespräch. Es ist nervenaufreibend. Ich verstehe. Vorstellungsgespräche können sehr stressig sein. Habt ihr Tipps, die mir bei der Vorbereitung helfen? Definitiv. Üben Sie vorher häufige Fragen im Vorstellungsgespräch. Das klingt hilfreich. Ich werde mich auch über das Unternehmen informieren. Verf- Das Wissen über das Unternehmen zeigt Ihr Interesse.
Soll ich mich formell oder lege kleiden? Es ist immer besser, sich für ein Vorstellungsgespräch etwas formeller zu kleiden. Danke, Anna. Ich fühle mich schon sicherer. Lektion 65: Musikinstrumente. Hallo Anna, hast du jemals ein Musikinstrument gespielt? Pfeff, ich habe früher Flöte gespielt. Was ist mit dir? Ich habe eine Zeit lang Valtorne gespielt. Das ist cool. Ich liebe den Klang des Waldhorns. Danke. Es ist einzigartig, genau wie die Mundharmonika. Pfeff, eine Flöte, ein Waldhorn und eine Mundharmonika sind alles Instrumente, in die sie blasen. Genau. Jeder hat seinen eigenen Stil und Sound. Spielst du jetzt noch irgendwelche Instrumente? Nicht regelmäßig, aber ich würde es gerne eines Tages wieder in die Hand nehmen. Lektion 66: Die Auswirkungen auf Kinder. Hallo Anna, ich habe etwas Schockierendes über Kinder in Konfliktgebieten gelesen. Hallo John, was hast du herausgefunden? Viele Kinder, die nicht direkt getötet werden, leiden immer noch immens. Das ist herzerreißend. Wie viele sind betroffen? Es wird geschätzt, dass weitere 1200 jeden Monat mit schweren Notlagen konfrontiert sind. Das ist verheerend. Wir müssen das Bewusstsein für ihre Notlage schärfen. Ja, Bildung und Unterstützung sind für ihre Genesung von entscheidender Bedeutung. Ruf, ihnen bei der Heilung zu helfen, kann ihre Zukunft verändern. Es ist uns wichtig, für ihre Rechte und Bedürfnisse einzutreten. Lektion 67: Fruchtbare Gespräche. Morgen Anna, magst du Obst? Hi John, ja. Ich liebe Früchte. Sie sind gesund und lecker. Was ist deine Lieblingsfrucht? Ich glaube, Mangos sind mein Favorit. Sie sind so süß und saftig. Mangos sind großartig. Ich mag auch Äpfel, sie sind so knackig. Perf- Und sie eignen sich perfekt zum Naschen für unterwegs. Genau. Haben Sie versucht, Smoothies zuzubereiten? Ich habe. Sie sind eine großartige Möglichkeit, verschiedene Früchte miteinander zu mischen. Absolut. Für die Cremigkeit können Sie auch Joghurt hinzufügen. Lektion 68: Optionen prüfen. Hallo Anna, ich habe über unser Projekt nachgedacht. Hallo John, sicher. Was hast du im Kopf? Nun, ich denke, wir sollten verschiedene Strategien in Betracht ziehen, um unsere Ergebnisse zu verbessern. Das ist eine tolle Idee. Welche Strategien haben Sie im Sinn? Vielleicht könnte die Einbeziehung einer stärkeren Teamzusammenarbeit hilfreich sein. Ich stimme zu. Wenn jeder seine Ideen teilt, können wir bessere Lösungen finden. Genau. Wir könnten auch häufigere Check-ins festlegen, um den Fortschritt zu überwachen. Da, so können wir etwaige Probleme frühzeitig angehen. Und wir sollten kleine Erfolge feiern, um die Motivation des Teams aufrechtzuerhalten. Absolut. Anerkennung kann die Moral wirklich steigern. Ich freue mich darauf, diese Änderungen umzusetzen. Lektion 69: Aktionen unzuhören. Guten Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit einige Maßnahmen gesehen, die im Hinblick auf den Klimawandel ergriffen wurden. Hi John, richtig. Aber Sie haben noch einen langen Weg vor sich. Genau. Ich hoffe, dass die Regierung den Experten besser zuhört. Der Wissenschaftler verfügen über wertvolle Erkenntnisse, die als Leitfaden für die Politik dienen sollten.
Und wir brauchen die Beteiligung der Gemeinschaft, um diese Veränderungen voranzutreiben. Zuruf. Basisbewegungen können erhebliche Auswirkungen haben. Was können Ihrer Meinung nach Einzelpersonen tun, um einen Beitrag zu leisten? Einfache Maßnahmen wie Abfallreduzierung und Energieeinsparung helfen sehr. Ja, im Großen und Ganzen zählt jede noch so kleine Anstrengung. Lektion 70. Familienherausforderungen. Hallo Anna, ich habe von Familien gelesen, die vor Herausforderungen stehen. Hallo John, das klingt ernst. Was für Herausforderungen? Dazu gehörten schlechtes Wetter, Präriegrasbrände und sogar Malaria. Das ist hart. Naturkatastrophen können Familien völlig entwurzeln. Ja, und auch Gesundheitsprobleme wie Malaria können verheerende Folgen haben. Es ist herzzerreißend zu sehen, wie Familien mit solchen Umständen zu kämpfen haben. Wir müssen Organisationen unterstützen, die diesen Familien beim Wiederaufbau helfen. Definitiv. Bewusstsein ist der Schlüssel zur Förderung von Veränderungen und Unterstützung. Ich hoffe, dass sich mehr Menschen engagieren, um Bedürftigen zu helfen. Lektion 71. Die richtigen Schuhe auswählen. Guten Morgen, Anna. Was für Schuhe soll ich zu der Veranstaltung tragen? Hi John, ich empfehle, sich für polierte Abendschuhe zu entscheiden. Das klingt edel. Soll ich schwarz oder braun nehmen? Es hängt von Ihrem Outfit ab, aber schwarz ist normalerweise formeller. Habe es. Dann kombiniere ich sie mit einem Anzug. Tolle Wahl. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Stehen bequem sind. Ja, Komfort ist wichtig. Ich möchte die Veranstaltung genießen. Ruf. Sie werden gepflegt aussehen und sich gleichzeitig gut fühlen. Danke für den Rat. Ich schätze es. Lektion 72. Persönliche Vorlieben. Hi Anna, hast du Lieblingsspeisen? Hallo John, absolut. Es geht nur um persönliche Vorlieben. Was ist mit dir? Ich mag die italienische Küche sehr, insbesondere Pasta-Gerichte. Pasta ist köstlich. Haben Sie Favoriten gefunden? Ja, ich liebe Spaghetti Carbonara. Es ist cremig und aromatisch. Das klingt erstaunlich. Ich bevorzuge leichtere Optionen wie Salate. Salate sind auch großartig. Was fügst du gerne zu deinen hinzu? Normalerweise füge ich gemischtes Gemüse, Kirschtomaten und eine schöne Vinaigrette hinzu. Das klingt erfrischend. Ich sollte diese Kombination ausprobieren. Lektion 73. Vorausplanen. Guten Morgen, Anna. Hast du irgendwelche Reisepläne? Hi John, ja. Ich plane nächste Woche einen Rohrtrieb. Das klingt spannend. Haben Sie Ihre Route geplant? Ich habe, ich plane meine Route immer im Voraus, um Verzögerungen zu vermeiden. Kluger Schachzug. Gibt es unterwegs besondere Stopps? Ja, ich möchte einige Nationalparks besuchen und lokales Essen probieren. Das ist eine tolle Idee. Es macht immer Spaß, die lokale Küche zu erkunden. Ja, es macht die Reise unvergesssicher. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer zu hören. Lektion 74. Angenehme Planung. Hi Anna, wie läuft deine Eventplanung? Hallo John, es ist immer noch angenehm. Ich mache gute Fortschritte. Das ist toll zu hören. Was ist für Sie der nächste Schritt?
Ich muss die Gästeliste fertigstellen und Einladungen verschicken. Klingt wichtig. Ich werde das bei der Planung meiner Rolle unbedingt im Hinterkopf behalten. Ja, es ist wichtig, alles organisiert zu haben. Haben Sie ein Thema für die Veranstaltung? Ich denke an ein Gartenparty-Motto. Es wird herrlich sein. Das klingt wunderschön. Ich bin mir sicher, dass es ein Hit wird. Lektion 75. Grüne wahrnehmen. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, mich gesünder zu ernähren. Hi John, das ist ein tolles Ziel. Was denken Sie darüber nach? Ich möchte mehr Grünzeug in meine Ernährung integrieren. Guter Tipp. Wenn Sie Ihre Sinne nutzen, können Sie sie noch mehr genießen. Wieso? Gibt es etwas Besonderes über Grüns? Pluf. Frisches Grün hat lebendige Farben und klare Texturen. Ich verstehe. Es macht sie attraktiver. Auch die Zugabe von etwas Gewürz kann den Geschmack verstärken. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Danke für den Rat. Lektion 76. Faszinierende Ideen. Hallo Anna. Ich habe über unsere letzte Diskussion nachgedacht. Hallo John, wir haben sehr interessante Gedanken, nicht wahr? Absolut. Ich finde es faszinierend, wie unterschiedlich unsere Perspektiven sein können. Tja, es eröffnet so viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Genau. Was hat Sie in letzter Zeit besonders fasziniert? Ich bin fasziniert davon, wie Technologie die Bildung prägt. Das ist ein tolles Thema. Mir ist aufgefallen, dass Online-Lernen immer beliebter wird. Das ist es wirklich. Es ermöglicht den Menschen Zugriff auf Ressourcen, die sie sonst möglicherweise nicht hätten. Wahr. Es ermöglicht auch personalisierte Lernerfahrungen. Lektion 77. Auf Reisen gesund bleiben. Guten Morgen, Anna. Ich bereite mich auf meine Reise nächste Woche vor. Hi John, das klingt aufregend. Wie wollen Sie auf Reisen gesund bleiben? Ich habe vor, Wasser in Flaschen zu trinken und Straßenessen zu meiden. Zur Gewalt. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist von entscheidender Bedeutung. Was wirst du sonst noch tun? Ich werde auch gesunde Snacks wie Nüsse und Früchte einpacken. Das ist eine tolle Idee. Es ist wichtig, nahrhafte Optionen zu haben. Ja, ich möchte beim Erkunden meine Energie aufrechterhalten. Definitiv. Haben Sie konkrete Aktivitäten geplant? Ich freue mich auf Wanderungen und den Besuch lokaler Märkte. Lektion 78. Marktdienstleistungen. Hallo Anna, ich habe über Dienstleistungsbranchen gelesen. Hallo John, wirklich. Was fanden Sie interessant? Ich habe gelernt, dass Dienstleistungen auf dem freien Markt ähnlich funktionieren wie in anderen Branchen. Ja, das macht Sinn. Es schafft einen gesunden Wettbewerb. Genau, dies reduziert die Lohnsumme der Eigentümer erheblich. Es ist faszinierend, wie sich die Marktdynamik auf den Geschäftsbetrieb auswirkt. Rechts. Es fördert Effizienz und Innovation. Und es ermöglicht den Verbrauchern, von besseren Dienstleistungen zu profitieren. Ich denke, es ist wichtig für das Wirtschaftswachstum. Lektion 79. Rustikales Dekor. Guten Morgen, Anna. Ich habe über unser Innenarchitekturprojekt nachgedacht. Hi John, was hast du vor?
Ich würde der Gesamteinrichtung gerne einen rustikalen Touch verleihen. Sie haben recht. Es kann eine warme und einladende Atmosphäre schaffen. Wir können auch natürliche Materialien wie Holz und Stein integrieren. Absolut. Diese Elemente würden die rustikale Atmosphäre verstärken. Und vielleicht ein paar Windtagemöbel, um den Look zu vervollständigen? Tolle Idee. Es verleiht dem Raum Charakter und Charme. Ich bin gespannt, wie alles zusammenpasst. Lektion 80. Grundversorgung. Hallo Anna, ich habe gerade an unseren Campingausflug gedacht. Hallo John, hast du die wichtigsten Vorräte mitgebracht? Ja, ich habe das Zelt, die Schlafsäcke und das Essen eingepackt. Großartig. Welches Essen hast du mitgebracht? Ich habe ein paar Äpfel, Salat und Tomaten mitgebracht. Hört sich gut an. Für den Salat benötigen wir außerdem noch einige Zwiebeln und Paprika. Gute Idee. Frisches Gemüse macht die Mahlzeiten schmackhafter. Syluf, haben Sie auf Ihrer letzten Reise interessante Menschen getroffen? Ja, ich traf eine Gruppe Wanderer, die einige erstaunliche Geschichten erzählten.